Ja, liebe Glosterfreunde, mein Name ist Robert Isenberg. Wir haben heute den 23.10.2018. Ich zeige Ihnen heute mal einen braunen Corona-Hahn. Es ist ein Vogel, bei dem ich jetzt kurzfristig doch überlege, ob ich ihn doch ausstelle, ob ich ihn in meinen Stamm der braunen Coronas stelle. Aber, es spricht halt doch einiges dagegen. Und zwar ist er so ein Vogel, der also schon wirklich die ganzen letzten Monate immer einen Flügel hängen hatte, beziehungsweise beide Flügel durchgedrückt hatte. Und wenn das ein Vogel macht, dann drückt er automatisch auch den Rücken durch, sodass er im Prinzip dann von der Positur her sehr, sehr bescheiden aussieht. Jetzt gucke ich heute in den Käfig rein und plötzlich zieht er die Flügel an. Ja, und jetzt stellt er mich vor die Frage, was mache ich mit ihm? Ich habe immer als Ziel gehabt, einen Stamm braune Coronas mal auf der Deutschen zu stellen, beziehungsweise auf einer anderen Meisterschaft. Respektive wäre das jetzt die Sachsenmeisterschaft am Wochenende in Marienberg im Erzgebirge. Aber er ist natürlich nicht so ein femininer Typ, wie es halt eine braune Corona-Henne ist. Er ist halt doch recht maskulin. Er steht etwas höher, hat einen relativ großen Kopf, eine relativ lange Feder. Aber wenn er so zur Ruhe kommt, dann hat er schon etwas, aber er ist halt wirklich, er ist so zwischen Gut und Böse, ob man ihn bringen soll oder nicht. Interessant wird er natürlich für die Zucht. Warum? Klar, er hat einen ziemlich großen Kopf und er hat eine gute Strahlkraft in der Feder. Aber halt, wie gesagt, ich stelle mir halt einen Gloster etwas gedrungener vor. Und bei ihm ist mir etwas die Brust zu flach. Also das kann ich mir schon etwas besser vorstellen. Nichtsdestotrotz ist die Feder für mich von Relevanz. Das heißt, ich will halt diese Feder bei mir konservieren. Der Vogel hat dann einen wirklich ganz, ganz kleinen Konsort bekommt er. Ich habe da auch schon Vögel im Kopf, die er zu bekommen hat. Und diese kleinen Vögel, die ich da für den im Kopf habe, die sind halt vom Körper her ganz, ganz toll, aber haben halt wenig Kopf. Und bei ihm ist es hier gerade umgekehrt. Der Vorteil bei diesem Hahn ist natürlich, dass er von der Gesamtlänge her wirklich noch in einem guten Maß liegt. Das heißt, er ist bei weitem nicht zu groß. Und von daher, wie gesagt, ist es ein interessanter Vogel für die Zucht für die nächsten Jahre. Aber Sie sehen auch natürlich jetzt so, wo er zur Ruhe kommt, ja, da zeigt er natürlich schon einen gewissen Style, sodass, ich will mal so sagen, so ein 91 Punkte Vogel kann das schon noch werden. Aber halt, wie gesagt, ich habe halt Angst, dass wenn er jetzt hier einen wilden Mann macht beim Zuchtrichter und dann auch noch die Flügel hängen lässt, dann kann er natürlich vollkommen durchgereicht werden. Und das ist natürlich dann das große Risiko, dass er den gesamten Stamm kaputt macht. Also den werde ich jetzt noch lange, lange beobachten müssen und überlege mir halt, wer in den Stamm kommt, ob man Stamm reine braune macht oder ob ich sage, komm her, 2 grüne Coronas und 2 braune zum Beispiel. Aber in dem Fall dann halt alles Hennen. Wenn Sie weiterhin Videos sehen möchten, abonnieren Sie mich bitte bei YouTube. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.